Heute geht es nicht um das Atlas Backlog von Böker Plus. Es geht um das schwarze Ding, das hier als Neckknife Carry um meinen Hals baumelt. Das ist die All Day Carry oder auch ADC Halterung von Knives 4. Dieses interessante Teil wurde mir von Reini Rossmann und seinem Team zur freien Verfügung gestellt. Deshalb Werbung. Jetzt schnitze ich erst noch schnell mal ein Stückchen zu Ende und dann geht es Tabletop weiter. Das Intro war natürlich nicht ganz ernst zu nehmen. Ich fahre keine 5 Kilometer mit dem Fahrrad, um mal eben ein Stückchen anzuspitzen. Das war lediglich eine kurze Demonstration, wenn man die ADC-Halterung trägt, bzw. wie man diese einsetzen kann. Weitere Trageweisen zeige ich euch im Verlauf des Videos. Jetzt möchte ich erstmal ganz allgemein auf das Prinzip Neckknife Carry für Taschenmesser eingehen. Das ist jetzt keine Erfindung von Knives 4 bzw. Reini Rossmann, damit ist Reini auch immer sehr transparent umgegangen. Eine kleine Innovation sind diese K4 ADC-Halterungen dennoch, dazu später mehr. Wie erwähnt ist Neckknife Carry für Taschenmesser nichts Neues. Vereinzelt tauchen immer wieder solche Messer mit solchen Kydex-Halterungen auf. Ich habe 2 Stück davon und ja, das Prinzip ist letztlich dann doch sehr, sehr ähnlich. Ja, früher gab es auch mal solche Lederscheiden. In dem Fall ist das jetzt eine Feuerzeughülle, aber da kann man dann zum Beispiel ein Opinel oder ein kleines Messer reinstecken. Das funktioniert auch sehr gut. Ich habe mich dem Thema auch schon mal in einer 4-teiligen Videoreihe so ein bisschen genähert, kann man sagen. Das waren so meine Anfänge auf YouTube, Bild und Ton. Wirklich mies, inhaltlich war das okay. Da ging es ganz speziell um Opinel-Messer. Und ja, hier zum Beispiel diese Halterung aus Vinyl, also einer ehemaligen Schallplatte, und funktioniert letztendlich wie bei einer Kydex. Einfach drauf und das ist wirklich sehr sicher. Ja, optisch vielleicht nicht so schön. Könnte man dann mit Leder verkleiden, dann ist es so ein bisschen attraktiver. Oder hier, das ist einfach ein abgesägtes Alurohr. Innen ist ein Neodym-Magnet und dann hält das hier über das ganze Metall da oben. Und das hält wirklich sicher. Also das ist auch eine schöne Sache. Kann man auch mit Bambus machen, da muss man sich fast gar keine Arbeit machen. Das sind ja sozusagen die Öffnungen schon vorhanden. Hier ist so eine Art Survival-Variante, kann man sagen. Also hier der Neodym-Magnet und oben Stauraum für irgendwelche kleinen Sachen. Ja, mir haben damals besonders gut die Varianten gefallen mit dieser Schlüsselringkupplung. Das ist hier am Griffende eingearbeitet und das kann man dann hier so dran klippen. Könnte man um den Hals tragen oder auch am Schlüsselbund. Oder hier, das ist das LOX-System, also LOXX. Ja, findet man im Segelbereich und hier ist wirklich nur eine Schraube am Griffende reingeschraubt und dann hat man hier so eine Kupplung und das hält. Ja, das sind, ja, wie soll ich sagen, das geht wirklich sehr einfach. Das sind einfach ein paar Ideen gewesen, die ich damals hatte. Manche waren auch geklaut, das habe ich dann im Video auch ganz offen gesagt. Also ich habe dann auch die anderen Kanäle verlinkt. Ich verlinke euch bei Interesse einfach mal die gesamte Videoreihe in der Videobeschreibung. Also über Neckknife Carry von Taschenmessern gibt es wirklich relativ viele Videos und in Messerforen ist das auch immer wieder ein Thema. Sicherlich ein polarisierendes Thema, das nicht jeden interessiert, aber das muss es ja auch gar nicht. Und das ist auch bei ganz vielen Themen so. Also es ist wie immer Geschmackssache. Wo genau liegt jetzt hier die Innovation? K4 stellt diese ADC-Halterung in Serie für verschiedene Messermodelle her. Angefangen hat alles mit Halterungen für ein Victorinox Messer und ich kann mich noch an Reinis Video dazu erinnern. Also ich war sehr, sehr angetan. Ich habe einen sehr positiven Kommentar hinterlassen. Ja, für Opinel-Messer gibt es diese Halterung auch und natürlich für die Atlas Backlog-Reihe. Ja, bei den Slip-Joints funktioniert diese Halterung leider nicht. Also das hält einfach zu schlecht. Aber da kommen wir auch schon zum nächsten Vorteil. Diese Halterungen sind im 3D-Druckverfahren hergestellt. Also das heißt, man kann diese Halterung für so ziemlich jedes Taschenmesser produzieren. Das ist natürlich eine schöne Sache. Ja, zumindest für jedes Taschenmesser, wo es dann auch Sinn macht. Hier wird es wahrscheinlich keinen Sinn machen. Und bei diesem Messer natürlich auch nicht. Und am allerwenigsten Sinn macht es wahrscheinlich bei diesem Messer. Bei welchen Messern macht diese ADC-Halterung Sinn?
ja, hauptsächlich bei leichten und schlanken Messern, die vielleicht dazu noch eine gewisse Popularität aufweisen. Also eben Victorinox oder Opinel oder eben die Atlas-Reihe, sowohl Backlog als auch Slipjoint. Dann natürlich Otter Mercator, das Tuk-Tuk oder hier das Lurand. Vielleicht auch das Florinox Kiana. Ja, oder hier das Sanrenmo 7315. Real Steel Luna und ähnliche Modelle. Vielleicht sogar das Spyderco UK PK, wobei das da oben ein bisschen schwer werden könnte. Ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit und wie gesagt, das wäre für nahezu jedes Messer produzierbar. Der 3D-Druck bietet da einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ist eine schöne Sache. Jetzt kurz zur Frage, warum man überhaupt ein Taschenmesser als Neckknife trägt. Dafür kann es viele Gründe geben. Das verdeckte Tragen ist sicherlich ein Aspekt. Unter der Kleidung sieht man das Messer nicht und falls man doch was sieht, vermutet man dann nicht unbedingt ein Messer. Meine Gründe sind neben dem verdeckten Tragen auch praktischer Natur. Ich habe schon mal einen Gegenstand weniger in den Hosentaschen. Stichwort Hose. Vielleicht hat man mal eine Sporthose ohne Taschen an. Dann wäre Neckknife Carry auch eine Möglichkeit. Ist auf jeden Fall praktisch. Oder man hat gar keine Hose an. Das kommt dann wohl eher selten vor. Dann gibt es noch zwei Punkte, die ich gerne mag. Man weiß immer sofort, wo sich das Messer befindet. Wenn man beispielsweise ein wenig unstrukturiert ist, und das ist bei mir relativ häufig der Fall, dann ist das auch eine gute Sache. Und mir gefällt auch, dass man relativ schnell Zugriff aufs Messer hat. Ja, zusammengefasst finde ich persönlich die Idee, ein Taschenmesser als Neckknife zu tragen, nicht abwegig, ganz im Gegenteil. Jetzt noch ein paar alternative Möglichkeiten, um diese ADC-Halterung zu tragen. Ja, hier könnte man beispielsweise eine kurze Kugelkette einführen oder vielleicht auch einfach eine Paracord-Schnur. Dann macht man hier einen Karabiner an die Gürtelschlaufe und fädelt das hier ein. Dann kann man das hier so in der Hose tragen. Dann trägt das nicht so auf. Macht natürlich hauptsächlich Sinn, wenn das Messer keinen Clip hat. Ich habe leider nur die ADC-Halterung für die Atlas Backlog Modelle und die haben hier halt den Clip. Aber es würde vielleicht bei einem Victorinox oder auch bei einem Opinel gehen. Man kann sich auch selbst was bauen. Ich mache das hier mal kurz wieder auseinander. Moment. Zum Beispiel eine Halterung aus, ja, das war mal wieder Kleiderbügeldraht. Das ist, glaube ich, so mein Lieblingsbastelmaterial. Das ist einfach hier so, ja, zurechtgebogen, dass es passt. Und dann biegt man das hier so ein bisschen auf. Dann hält es auch sehr schön. Das könnte man jetzt auch wieder hier so dran tragen. Das würde gehen. Oder andere Methode wäre dann, dass man das an einem Knopf trägt. Ich habe jetzt hier einfach mal so eine Schlaufe von einem Rucksack genommen, so eine alte, habe einen Knopf dran befestigt und da könnte man das dran klippen. Es gibt zum Beispiel solche Handwerkerhosen, da sind Knöpfe dran, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Oder vielleicht mal so eben an die Jeansjacke, wenn man das möchte, das würde vielleicht auch gehen. Ja, was auch gehen würde, dass man sich eine Schlaufe mit einem Knopf am Rucksack anbringt und dann könnte man das direkt am Rucksackgurt tragen. Das würde alles gehen, da kann man sich sicherlich noch mehr einfallen lassen. Ja, Zeit für ein Fazit. Fazit, ich finde die Idee mit diesen ADC-Halterungen wirklich gut. War eine mutige Entscheidung von Rani. Die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Es wird ein Markt bedient und insofern alles richtig gemacht. Eins muss man natürlich anmerken, sowohl Haptik als auch Optik muss man mögen. Also das sieht halt auch einfach aus wie 3D-Druck. Ich könnte mir vorstellen, wenn sich hier die Technik noch verbessert, dann sieht das Produkt auch ein bisschen attraktiver aus. Es ist keine Schönheit, aber dafür sehr zweckmäßig und darauf kommt es dann letztlich an. Kurz noch zur Haltekraft. Ich habe hier etwas mehr als 1 Kilo, also zweimal ein halbes und halt noch dieses Gebämsel hier. Und das klipse ich mal hier dran. Und das hält locker, also ich kann hier auch wackeln. Ich habe jetzt hier auch nichts manipuliert, zeige ich euch gleich mal von innen. Ich habe das Ganze mal mit 1,5 Kilo ausprobiert. Da ist es dann eingeknickt, beziehungsweise die Haltekraft hat einfach nicht mehr gehalten. Ein bisschen mehr als 1 Kilo wird es sein. Und ich habe jetzt hier nicht irgendwas reingeklebt oder sowas. Also ja, ist wirklich gut gemacht. Das passt meines Erachtens. Lieferumfang. Wir haben eine sehr, sehr lange Kugelkette. Also ich habe hier locker 30 cm weggekürzt. Das ist die Tüte, in dem kommt das Ganze. Und hier sind noch Bedienungs- und Pflegehinweise. Ja, aber ich werde
diese Kette auf jeden Fall wegmachen und durch ein schönes Paracord ersetzen. Das gefällt mir dann persönlich besser. Man kann sich hier natürlich ein bisschen austoben, wenn man möchte. Also man kann ein bisschen kreativ werden. Ich verlinke euch auf jeden Fall alles zu diesen ADC-Halterungen in der Videobeschreibung. Also die Pflegehinweise, Bedienungshinweise und auch den Produktlink. Ja, könnt ihr einfach mal reinschauen bei Interesse. Gut, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Vielen Dank an Reini und Jürgen und das gesamte Reini Rossmann Team. Hat wirklich wieder Spaß gemacht. Und auch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.